Lektion 1: Halloween feiern. Halloween ist kein offizieller Feiertag, daher geht jeder an diesem Tag zur Arbeit oder zur Schule. Ja, aber für viele Menschen fühlt es sich trotzdem wie ein bedeutendes Ereignis an. Auf jeden Fall. Die Leute verkleiden sich oft und feiern auf ihre eigene Art und Weise. Ich liebe es, wie Gemeinschaften zusammenkommen, auch wenn es kein offizieller Feiertag ist. Es macht Spaß, überall all die kreativen Kostüme und Dekorationen zu sehen. Ja, es verleiht der Saison eine festliche Atmosphäre. Lasst uns dieses Halloween etwas Lustiges planen, vielleicht eine Kostümparty? Das klingt perfekt. Ich bin schon gespannt, was sich alle einfallen lassen. So können Sie die Feiertagsstimmung wunderbar genießen. Lektion 2: Must-Visit in Barcelona. In Barcelona müssen Sie unbedingt die Sagrada Familia besuchen, sie ist ein architektonisches Wunder. Ich habe so viel darüber gehört. Das Design ist sowohl kompliziert als auch wunderschön. Ja, es ist faszinierend, dass hier so viele Jahre lang gebaut wurde. Ich liebe es, dass es Geschichte mit moderner Kunst verbindet. Absolut. Jeder Besuch offenbart etwas Neues und Atemberaubendes. Ich kann es kaum erwarten, es persönlich zu erleben. Ich bin sicher, es wird atemberaubend sein. Und vergessen Sie nicht den Park Güell, den Sie ebenfalls unbedingt sehen müssen. Ja. Die farbenfrohen Mosaike und Parkgestaltungen sind so lebendig und lebendig. Zusammengenommen sind diese Orte ein wahres Beispiel für die Kreativität Gaudis. Lektion 3: Sommerfreiheit. Wir haben sommerfrei. Meine Freunde und ich rennen am letzten Schultag in die strahlende Sommersonne hinaus. Das klingt berauschend. Es gibt nichts Schöneres als dieses Gefühl der Freiheit. Absolut. Die Aufregung der Sommerabenteuer ist immer ein Highlight. Ja, es ist eine Zeit der Entdeckungen und der Schaffung unvergesslicher Erinnerungen. Ich weiß noch, wie ich in den Park gerannt bin, um mit Freunden abzuhängen und die Sonne zu genießen. Ich auch. Diese unbeschwerten Tage gehören zu den schönsten Erinnerungen. Lassen Sie uns ein paar lustige Aktivitäten planen, um dieses Jahr wieder Sommerstimmung aufkommen zu lassen. Ich liebe diese Idee. Es ist Zeit, wieder Sommerstimmung zu verbreiten. Gemeinsam können wir diesen Sommer genauso unvergesslich machen. Lektion 4: Geldwechsel. Normalerweise tausche ich Geld bei der Bank um oder benutze einen Geldautomaten, um einen besseren Kurs zu bekommen. Das ist clever. Es ist wichtig, auf Reisen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bekommen. Ja, ich finde, dass man an einem Geldautomaten oft einen besseren Wechselkurs bekommt als an einem Wechselschalter. Absolut. Außerdem ist es bequemer, bei Bedarf Bargeld abzuheben. Ich überprüfe immer die Gebühren meiner Bank, bevor ich einen Geldautomaten im Ausland benutze. Das ist eine gute Praxis. Wenn Sie die Gebühren im Auge behalten, können Sie einiges sparen. Stellen wir sicher, dass wir einen soliden Plan für den Umgang mit Geld während unserer Reise haben. Tolle Idee. So können wir unsere Reisen ohne unnötigen Stress genießen. Ich freue mich darauf, neue Orte zu erkunden und unser Budget sinnvoll zu verwalten. Lektion 5: Lebensmitteleinkauf. Ja, wir brauchen auch Milch und Brot, gut, das hole ich auch. Perfekt. Es ist immer gut,
die wichtigsten Dinge zu Hause vorrätig zu haben. Absolut. Ich finde, dass uns die Planung unserer Einkaufsliste hilft, unnötige Einkäufe zu vermeiden. Ja, es sorgt dafür, dass wir organisiert bleiben und uns auf das konzentrieren, was wir wirklich brauchen. Lassen Sie uns unbedingt nachsehen, ob noch andere Artikel zur Neige gegangen sind. Gute Idee. Ich liebe das Gefühl einer gut ausgestatteten Küche. Gemeinsam können wir den Einkaufsbummel effizient und angenehm gestalten. Ja, einkaufen kann Spaß machen, wenn Sie einen klaren Plan haben. Ich bin gespannt, welche Leckereien wir heute finden werden. Lektion 6. Trends immer einen Schritt voraus. Gute Idee. Um erfolgreich zu bleiben, ist es entscheidend, den Trends immer einen Schritt voraus zu sein. Absolut. Wenn wir wissen, was gerade angesagt ist, können wir fundierte Entscheidungen treffen. Ja, es ermöglicht uns, unsere Projekte anzupassen und zu erneuern. Ich denke, es ist wichtig, die neuen Trends in unserer Branche im Auge zu behalten. Auf jeden Fall. Trends können sich schnell ändern, daher ist es wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben. Nehmen wir uns jede Woche Zeit, um zu besprechen, was uns auf dem Markt aufgefallen ist. Das klingt super. So bleiben wir beide motiviert und immer auf dem Laufenden. Ich freue mich darauf, gemeinsam in die neuesten Trends einzutauchen. Ja, lasst es uns gemeinsam angehen. Lektion 7. Reisewünsche. Ich denke darüber nach Japan zu gehen. Die Kultur dort hat mich schon immer fasziniert. Das klingt fantastisch. Japan hat eine so reiche Geschichte und wunderschöne Landschaften. Ja, ich kann es kaum erwarten, authentisches Sushi zu probieren und die Kirschblüten zu erleben. Absolut. Die Mischung aus Tradition und Moderne ist faszinierend. Ich möchte auch historische Stätten wie Tempel und Schreine besuchen. Das ist eine tolle Idee. Sie haben eine so große kulturelle Bedeutung. Lass uns gemeinsam eine Reise planen, es wäre wunderbar, diese als Freunde zu erkunden. Das würde mir sehr gefallen. Solche Erlebnisse zu teilen würde sie noch unvergesslicher machen. Ich bin gespannt auf die Abenteuer, die uns erwarten. Lektion 8. Historische Auswirkungen. Der Status, nachdem sie die Verwendung ihres Bildes in Autowerbungen erlaubt hatte, war ziemlich umstritten. Ja, es warf viele Fragen zur Authentizität und Personal Branding auf. Als die Wiedereinsetzung des Amateurstatus angeboten wurde, löste dies in der Sportgemeinschaft Debatten aus. Absolut. Es ist faszinierend, wie die öffentliche Wahrnehmung die Karriere beeinflussen kann. Ich denke, es ist wichtig, die Auswirkungen solcher Entscheidungen zu verstehen. Ja, es spiegelt oft umfassendere gesellschaftliche Probleme im Hinblick auf Geschlecht und Repräsentation wider. Lassen Sie uns untersuchen, wie diese Dynamik die Sportlandschaft geprägt hat. Tolle Idee. Es ist ein wichtiges Thema, das Aufmerksamkeit verdient. Ich freue mich darauf, dies mit Ihnen weiter zu besprechen. Lektion 9. Familientraditionen. Ihr Strumpfband ist blau und Susanne braucht etwas Altes, der Ring ihrer Großmutter ist alt. Das ist so besonders. Die Einbeziehung von Familienerbstücken in die Hochzeit verleiht ihr eine persönliche Note. Absolut. Es ist eine wunderbare Art, bei einem so bedeutenden Ereignis vergangene Generationen zu ehren.
Ja, diese Traditionen haben oft eine tiefe Bedeutung und schaffen bleibende Erinnerungen. Ich finde es schön, wie Paare ihre Familiengeschichte in ihre Feierlichkeiten einfließen lassen können. Auf jeden Fall. Es macht den Tag noch bedeutsamer und einzigartiger. Achten wir darauf, unsere eigenen Familientraditionen zu bewahren, während wir neue schaffen. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist wichtig, sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart zu feiern. Gemeinsam können wir wundervolle Erinnerungen für die Zukunft schaffen. Lektion 10: Einkaufen für das Nötigste. Ich glaube, das ist es. Oh, warte, wir brauchen auch noch Geschirrspülmittel. Gut erkannt. Es passiert leicht, dass man die kleinen Dinge vergisst, die in der Küche unverzichtbar sind. Absolut. Wenn wir alles haben, was wir brauchen, fällt uns das Kochen und Putzen viel leichter. Ja, und es ist immer schön, eine voll ausgestattete Küche zu haben. Stellen wir sicher, dass wir alles auf unserer Liste abhaken, bevor wir das Geschäft verlassen. Super Idee. So sparen wir uns später den nächsten Ausflug. Ich bin froh, dass wir gründlich sind, auf lange Sicht spart es Zeit. Genau. Außerdem ist es ein gutes Gefühl, wenn alles organisiert und bereit ist. Ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und mit all unseren frischen Zutaten zu kochen. Lektion 11: Wegbeschreibung zum Bahnhof. Ich suche den nächsten Bahnhof. Wissen Sie, wo er ist? Ah, Sie haben Glück. Es ist gleich um die Ecke, nicht weit von hier. Das freut mich zu hören. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich versuche, bald einen Zug zu erwischen. Kein Problem. Gehen Sie einfach diese Straße entlang. Sie sehen den Eingang auf der linken Seite. Perfekt. Ich werde auf jeden Fall nach den Schildern Ausschau halten. Ja, sie sind normalerweise ziemlich klar, Sie sollten also keine Probleme haben. Ich bin froh, dass ich gefragt habe. Es wäre mühsam gewesen, herumzulaufen. Jederzeit. Ich helfe Ihnen gerne, Ihre Reise zu erleichtern. Vielen Dank. Ich werde das bei zukünftigen Reisen sicher im Hinterkopf behalten. Lektion 12: Historische Einblicke. Im Jahr 1950 sah es so aus, als würde die Eisenbahn einige ihrer Werkstätten in Stratford schließen. Das ist ein wichtiger historischer Moment. Die Stadt muss nach Lösungen gesucht haben. Ja, die Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft wären erheblich gewesen. Absolut. Der Verlust von Arbeitsplätzen kann einen Welleneffekt in der gesamten Gemeinschaft auslösen. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich Städte im Laufe der Zeit an solche Veränderungen anpassen. Ja, das Verständnis der Geschichte hilft uns zu verstehen, wie sich Gemeinschaften entwickeln. Lassen Sie uns die in diesem Zeitraum getroffenen Entscheidungen genauer untersuchen. Tolle Idee. Sie gibt uns tiefere Einblicke in die Herausforderungen. Ich freue mich darauf, mehr über die Geschichte von Stratford zu erfahren. Lektion 13: Lebensmitteleinkauf. Normalerweise gehe ich in den Supermarkt in meiner Nähe, aber ich vergleiche auch die Preise online. Das ist eine clevere Strategie. Durch Preisvergleiche können Sie Geld sparen. Auf jeden Fall. Manchmal sind die Online-Angebote viel besser als die Preise im Laden. Ja, und es ist praktisch, alles digital dargestellt zu sehen.
Ich finde es toll, wie einfach es ist, auch online eine Einkaufsliste zu erstellen. Genau. Es macht den Lebensmitteleinkauf viel organisierter. Stellen wir sicher, dass wir vor unserem nächsten Einkaufsbummel beide Optionen prüfen. Toller Plan. So bekommen wir die bestmöglichen Angebote. Ich freue mich darauf, gemeinsam intelligenter einzukaufen. Lektion 14. Familienessen. Mein Bruder vermutete, dass wir zum Abendessen ausgehen würden, aber mein Vater sagte nein. Ach wirklich? Was hat dein anderer Bruder denn gefragt? Er fragte stattdessen, ob mein Vater besondere Pläne für das Abendessen gemacht hätte. Das ist interessant. Es macht immer Spaß zu sehen, was Familienessen so alles beinhalten. Ja, selbst gekochte Mahlzeiten können genauso viel Spaß machen wie ein Restaurantbesuch. Ich stimme zu. Ein gemeinsames Familienessen zu Hause hat etwas Beruhigendes. Hoffen wir, dass das Abendessen etwas Leckeres ist, das allen schmeckt. Absolut. Gemeinsame Mahlzeiten sind eine tolle Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und Neues zu erleben. Ich kann es kaum erwarten zu hören, was Sie am Ende kochen. Lektion 15. Marserkundung. Der 4. Planet von der Sonne aus ist der Mars, der für seine rote Farbe bekannt ist. Ja, es ist faszinierend, wie lange der Mars die menschliche Fantasie beflügelt hat. Absolut. Die Vorstellung, den Mars zu erforschen und möglicherweise zu besiedeln, ist aufregend. Ich stimme zu. Die Fortschritte in der Weltraumforschung sind wirklich bemerkenswert. Es ist interessant, über das Potenzial für Leben auf anderen Planeten nachzudenken. Ja, die Entdeckungen, die wir machen, könnten unser Verständnis des Universums verändern. Verfolgen wir weiterhin die neuesten Nachrichten zu Mars-Missionen. Tolle Idee. Ich bin gespannt, was wir in Zukunft entdecken werden. Gemeinsam können wir die Wunder des Weltraums erkunden. Lektion 16. Probleme mit der Internetverbindung. Entschuldigen Sie, ich habe Probleme mit der Internetverbindung in meinem Zimmer. Der Versuch, online zu gehen, ist ziemlich frustrierend. Das klingt ärgerlich. Haben Sie versucht, das Hotelpersonal um Hilfe zu bitten? Möglicherweise können sie Ihnen helfen, das Problem schnell zu lösen. Ja, ich habe es an der Rezeption erwähnt, aber Sie sagten, Sie würden jemanden schicken, der nachschaut. Das ist gut. Hoffentlich können Sie das Problem bald beheben, sodass Sie problemlos wieder Ihren Online-Aufgaben nachgehen können. Das weiß ich zu schätzen. Es ist mir wichtig, in Verbindung zu bleiben, insbesondere wenn ich berufliche Verpflichtungen habe. Absolut. Heutzutage ist eine zuverlässige Internetverbindung sowohl für die Arbeit als auch für die Freizeit unerlässlich. Ja, und ich hoffe, dass das bald geklärt wird. Ich muss einige wichtige E-Mails verschicken und an Videoanrufen teilnehmen. Ich bin sicher, dass Sie sich schnell darum kümmern werden. Fragen Sie einfach nach, wenn es zu lange dauert. Vielen Dank. Ich werde das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Es ist immer gut, sich für seine Bedürfnisse einzusetzen, insbesondere wenn es um den Service geht. Lektion 17. Angebotserstellung. Großartig. Ich bereite unseren Vorschlag vor und stelle sicher, dass er alle notwendigen Details enthält, um einen starken Eindruck zu hinterlassen. Ich freue mich darauf, es durchzusehen. Ich denke, es ist wichtig, einen klaren und prägnanten Plan zu haben, der unsere Ziele effektiv umreißt. Auf jeden Fall.
Ein gut strukturierter Vorschlag kann unsere Ideen optimal präsentieren und unser Engagement für das Projekt unter Beweis stellen. Ja, und ich bin davon überzeugt, dass die Einbeziehung relevanter Daten und Beispiele unsere Position stärken und uns dabei helfen wird, uns von der Masse abzuheben. Das ist ein guter Punkt. Ich werde sicherstellen, dass ich alle notwendigen Informationen sammle, um unsere Vorschläge zu untermauern. Perfekt. Es geht darum, ein professionelles Bild abzugeben und gleichzeitig unsere Begeisterung für das Projekt zu vermitteln. Ja, und ich denke, wir sollten auch darüber nachdenken, wie wir auf mögliche Bedenken oder Fragen eingehen können, die auftreten könnten. Absolut. Das Vorwegnehmen von Fragen zeigt, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben und auf alle Diskussionen vorbereitet sind. Ich freue mich darauf, mit der Umsetzung dieses Vorschlags zu beginnen. Ich bin überzeugt, dass uns eine großartige Chance bevorsteht. Lektion 18: Kaffee unter Nachbarn. Das ist großartig. Es stellt sich heraus, dass wir praktisch Nachbarn sind, was eine angenehme Überraschung ist. In der Tat. Es ist schön zu wissen, dass wir so nah beieinander wohnen. So können wir leichter Kontakte knüpfen und öfter zusammen abhängen. Ja, wir sollten auf jeden Fall mal einen Kaffee trinken gehen. Das wäre eine tolle Möglichkeit, uns zu unterhalten und die Kaffeeszene in unserer Gegend zu erkunden. Das würde mir sehr gefallen. Es gibt einige fantastische Cafés in der Nähe, die wir ausprobieren könnten. Jedes hat seine ganz eigene Atmosphäre. Genau. Lokale Orte zu erkunden kann ein tolles Abenteuer sein, besonders wenn man gemeinsam neue Geschmacksrichtungen entdeckt. Und es ist eine wunderbare Möglichkeit, lokale Unternehmen zu unterstützen und gleichzeitig eine schöne Zeit mit Freunden zu verbringen. Absolut. Ich finde es wichtig, diese Verbindungen innerhalb unserer Community zu pflegen und gleichzeitig zu genießen, was sie zu bieten hat. Ja. Lass uns bald ein Treffen zum Kaffeetrinken planen. Ich freue mich schon darauf. Ich auch. Ich freue mich schon auf ein nettes Gespräch und vielleicht sogar auf ein paar Gebäckstücke zu unseren Getränken. Lektion 19: Reisevorbereitungen. Super! Lass uns die Visabestimmungen für unsere Reise prüfen und sicherstellen, dass wir vor der Abreise alles geregelt haben. Ja, das ist unerlässlich. Es ist wichtig zu wissen, welche Unterlagen wir benötigen, um Probleme in letzter Minute zu vermeiden. Auf jeden Fall. Ich möchte auch günstige Flüge dorthin finden. Ein gutes Reisebudget ist entscheidend, um das Beste aus unserem Aufenthalt zu machen. Das ist ein cleverer Ansatz. Ich habe gehört, dass man mit einer frühzeitigen Buchung manchmal bessere Angebote und Optionen bekommt. Ja, ich werde mir verschiedene Fluggesellschaften ansehen und die Preise vergleichen, um sicherzustellen, dass wir die besten verfügbaren Optionen finden. Perfekt. Gemeinsam können wir den Prozess optimieren und sicherstellen, dass alles seine Ordnung hat. Ich stimme zu. Außerdem gibt es uns die Gewissheit, dass wir uns im Voraus um alle notwendigen Details gekümmert haben. Genau. Ich freue mich schon sehr auf unsere Reise. Es wird ein unglaubliches Abenteuer voller neuer Erfahrungen. Ja, ich bin auch schon ganz aufgeregt. Lasst uns bei der Planung alles gut organisieren, damit wir unsere Zeit in vollen Zügen genießen können. Lektion 20: Termin am frühen Morgen. Ideal wäre für unser Treffen etwa 6:30 Uhr, zumal wir schon frühmorgens einen Termin wahrnehmen müssen. Ja, da stimme ich zu. Wenn wir früh anfangen, haben wir ausreichend Zeit für die Vorbereitung und fühlen uns nicht gehetzt. Genau. Ich glaube, dass uns ein frühes Erscheinen auch die Möglichkeit gibt, unsere Gedanken zu sammeln und alle notwendigen Materialien durchzugehen. Das ist ein guter Punkt.
Es ist immer von Vorteil, sich vor wichtigen Terminen einen kleinen Puffer zu gönnen. Ja, und es kann dazu beitragen, dem Tag eine positive Note zu verleihen, sodass wir voller Zuversicht in das Meeting gehen können. Auf jeden Fall. Ich freue mich darauf. Wenn wir gut organisiert und vorbereitet sind, erhöhen sich unsere Erfolgschancen auf jeden Fall. Ich bin auch schon ganz aufgeregt. Lasst uns am Vorabend alles vorbereiten, damit wir entspannt in den Tag starten können. Ja, denken wir auch an ein leichtes Frühstück, um uns für den kommenden Morgen zu stärken. Das ist eine clevere Idee. Ein gutes Frühstück kann uns wirklich Energie geben und uns helfen, während des Meetings konzentriert zu bleiben. Lektion 21: Transportmöglichkeiten. Um von einem Ort zum anderen zu gelangen, stehen Ihnen viele verschiedene Transportmittel zur Verfügung. Welches ist Ihrer Meinung nach das bequemste? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hängt oft von der Entfernung und dem Ziel ab, das wir in Betracht ziehen. Genau. Für kürzere Strecken sind meiner Meinung nach Gehen oder Radfahren die angenehmsten und umweltfreundlichsten Optionen. Ja, und es ermöglicht Ihnen, die Umgebung wirklich zu erleben und unterwegs verborgene Schätze zu entdecken. Für längere Strecken sind meiner Meinung nach öffentliche Verkehrsmittel oder Mitfahrdienste jedoch praktischer und kostengünstiger. Auf jeden Fall. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel trägt auch dazu bei, Verkehrsstaus zu reduzieren und ist oft eine nachhaltigere Wahl. Ja, und es kann eine großartige Möglichkeit sein, mit Einheimischen in Kontakt zu treten und ein Gefühl für die Kultur der Gegend zu bekommen. Ich stimme voll und ganz zu. Jedes Verkehrsmittel bietet eine einzigartige Perspektive und Erfahrung auf unseren Reisen. Gibt es bestimmte Methoden, die Sie bei der Planung Ihrer Reisen bevorzugen? Lektion 22: Wochenendmärkte. Wochenendmärkte haben einfach einen ganz besonderen Charme, nicht wahr? Ich liebe die lebendige Atmosphäre und die große Produktvielfalt. Ja, ich liebe es, sie zu erkunden. Es gibt so viele einzigartige Gegenstände, lokale Lebensmittel und handgefertigte Kunsthandwerke zu entdecken. Genau. Es ist wie eine Schatzsuche, und man weiß nie, welche tollen Überraschungen einen hinter jeder Ecke erwarten. Ich stimme zu. Außerdem macht es das Erlebnis noch schöner, lokale Händler und Handwerker zu unterstützen, da man weiß, dass man mit seinen Einkäufen der Gemeinschaft hilft. Ja. Ich genieße es auch, neue Lebensmittel und Geschmacksrichtungen auszuprobieren, die man normalerweise nicht im Supermarkt findet. Absolut. Das Probieren frischer Produkte, hausgemachter Leckereien und einzigartiger Snacks sorgt für ein unterhaltsames und leckeres Abenteuer. Ich denke, wir sollten bald einen Besuch auf einem Wochenendmarkt planen. Das wäre eine tolle Möglichkeit, den Tag gemeinsam zu verbringen. Das klingt perfekt. Lasst uns unbedingt unsere wiederverwendbaren Taschen mitnehmen, um all unsere Fundstücke und Leckereien zu transportieren. Ja, und ich bin schon gespannt, welche neuen Entdeckungen wir gemeinsam auf dem Markt machen werden. Lektion 23: Wichtige Vorräte. Ich habe darüber nachgedacht, wie schwierig es wäre, wenn ich unterwegs keine Schuhe finden würde, die meine Füße bedecken. Ich verstehe das vollkommen. Es wäre genauso schwierig, wenn ich kein Messer und keine Gabel zum Essen finden würde. Grundlegende Werkzeuge sind unerlässlich, um Mahlzeiten genießen zu können. Genau. Es sind die kleinen Dinge, die wir oft für selbstverständlich halten, bis wir uns in einer Situation wiederfinden, in der sie nicht mehr da sind. Ja. Das richtige Schuhwerk ist für den Komfort unerlässlich, insbesondere wenn Sie längere Spaziergänge oder Erkundungstouren planen.
Und wenn es Zeit für die Mahlzeiten ist, kann es passieren, dass selbst das köstlichste Essen unerreichbar erscheint, wenn das richtige Besteck fehlt. Ich stimme zu. Es ist schon komisch, wie wir manchmal die Bedeutung dieser Alltagsgegenstände übersehen, bis wir sie brauchen. Man weiß den Komfort, den sie bieten, auf jeden Fall zu schätzen. Was ist Ihrer Meinung nach der wichtigste Gegenstand, den man für eine Reise einpacken sollte? Ich denke, es hängt vom Reiseziel ab, aber ich würde sagen, ein vielseitiges Paar Schuhe und zuverlässiges Essbesteck stehen ganz oben auf meiner Liste. Gute Wahl. Diese wichtigen Dinge können wirklich einen Unterschied machen und Ihnen ein angenehmes Erlebnis bieten, egal wohin Sie gehen. Lektion 24: Die Versuchung des Angreifers. Es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie ein Angreifer im Streben nach Macht oder Kontrolle in die Versuchung geraten kann, seine eigene Zerstörung zu riskieren. Ja, es handelt sich um eine komplexe psychologische Dynamik. Der Wunsch nach Dominanz kann oft das Urteilsvermögen trüben und zu destruktiven Entscheidungen führen. Ich bin davon überzeugt, dass das Verständnis dieser Denkweise sowohl für die Prävention als auch für die Intervention bei Konflikten von entscheidender Bedeutung ist. Absolut. Unsere militärische Organisation trägt heute die Verantwortung, diese Situationen mit strategischem Weitblick und Mitgefühl zu meistern. Ja, und es ist wichtig, Strategien zu entwickeln, die die eigentlichen Ursachen der Aggression angehen, anstatt nur die Symptome zu behandeln. Genau. Indem wir Dialog und Verständnis fördern, können wir Menschen möglicherweise davon abhalten, Gewalt anzuwenden. Ich glaube, dass die Förderung von Bildung und Bewusstsein über die Folgen von Aggression der Schlüssel zum Durchbrechen dieses Kreislaufs ist. Auf jeden Fall. Es geht darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem friedliche Lösungen Vorrang vor Konflikten und Zerstörung haben. Ich hoffe, dass wir als Gesellschaft darauf hinarbeiten können, einen gemeinsamen Nenner zu finden und die Versuchungen zu verringern, die zu Aggression führen. Lektion 25: Naturbeobachtung. Manchmal gehe ich nach draußen und beobachte, was im Garten vor sich geht. Es ist wie ein kleines Theater der Natur. Das klingt wunderbar. Das Zusammenspiel von Pflanzen und Tieren zu beobachten, kann unglaublich beruhigend und aufschlussreich sein. Absolut. Ich finde es faszinierend zu sehen, wie verschiedene Lebewesen koexistieren und auf ihre ganz eigene Weise zum Ökosystem beitragen. Ja, und es ist erstaunlich, wie viel ein einfacher Moment der Beobachtung über die Zyklen des Lebens und die Schönheit der Natur verraten kann. Ich stimme zu. Es erinnert uns daran, wie eng alles Lebendige miteinander verbunden ist und wie jede kleine Handlung große Auswirkungen haben kann. Genau. Zeit in der Natur zu verbringen kann uns auch helfen, im Chaos des Alltags zu reflektieren und wieder zu uns selbst zu finden. Ich glaube, dass es zu mehr Achtsamkeit und Dankbarkeit führen kann, wenn man sich einen Moment Zeit nimmt, um die Natur wertzuschätzen. Ja. Ich denke, wir sollten bald etwas Zeit einplanen, um gemeinsam draußen zu sitzen und die Schönheit um uns herum voll und ganz zu genießen. Das ist eine tolle Idee. Ich kann es kaum erwarten, diese friedlichen Momente in der Natur zu teilen und die Ruhe zu genießen, die sie mit sich bringt. Lektion 26: Möbelauswahl. Sollten wir uns für die neue Wohnung für Metall- oder Holzmöbel entscheiden? Beides hat seine Vor- und Nachteile, finden Sie nicht? Auf jeden Fall. Metallmöbel wirken tendenziell moderner und können sehr langlebig sein, während Holzmöbel Wärme und einen eher klassischen Look bieten. Das stimmt. Ich denke, es hängt wirklich davon ab, welchen Stil wir im Raum erreichen möchten und wie wir die Möbel einsetzen möchten. Ja, und wir sollten berücksichtigen, wie jedes Material in die Gesamtästhetik des Raums passt und welche Funktionalität es bietet.
Absolut. Wenn wir etwas suchen, das den Belastungen der Zeit standhält, sind hochwertige Holzstücke möglicherweise die richtige Wahl. Wenn wir hingegen etwas Leichtes und einfach umzustellendes möchten, ist Metall möglicherweise die bessere Wahl. Es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen Stil und Funktionalität zu finden, insbesondere in einem Raum, den wir häufig nutzen. Ja, und wir können jederzeit Materialien kombinieren, um einen einzigartigen und persönlichen Look zu kreieren, der unseren Geschmack widerspiegelt. Ich finde diese Idee toll. Die Kombination verschiedener Texturen verleiht dem Design Tiefe und lässt den Raum einladender wirken. Lektion 27: Unterstützung zeigen. Stehen Proteste bevor, bei denen Sie Ihre Unterstützung für eine Sache zeigen möchten? Ich habe mich noch nicht entschieden, aber ich möchte mich an etwas Sinnvollem beteiligen. Es ist wichtig, für das einzustehen, woran wir glauben. Ich stimme voll und ganz zu. Wenn wir uns für Anliegen einsetzen, die uns am Herzen liegen, kann das einen großen Einfluss auf unsere Gemeinschaft haben. Ja, und es ist inspirierend zu sehen, wie Menschen zusammenkommen, um sich für Veränderungen einzusetzen. Das zeigt wirklich, wie stark gemeinsame Stimmen sind. Auf jeden Fall. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, uns selbst und andere über wichtige Themen zu informieren, die Aufmerksamkeit erfordern. Auf jeden Fall. Ich denke, informiert zu sein ist der Schlüssel, um etwas zu bewirken, und die Teilnahme an Protesten kann diese Botschaften verstärken. Ich bin gespannt, welche Veranstaltungen vor Ort stattfinden. Wir können gemeinsam teilnehmen und unsere Solidarität zeigen. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Gemeinsam können wir unserer Stimme Gehör verschaffen und andere zum Mitmachen inspirieren. Ich freue mich darauf, aktiv zu werden und zu einer Sache beizutragen, die uns am Herzen liegt. Halten wir uns gegenseitig über alle bevorstehenden Veranstaltungen auf dem Lektion Laufenden. 28: Lange Strecken zurücklegen. Es ist faszinierend, wie große Entfernungen manchmal die Art und Weise bestimmen, wie Menschen reisen, insbesondere aus beruflichen Gründen. Auf jeden Fall. Viele Menschen legen weite Strecken zurück, nur um ihren Job zu erledigen oder an Meetings teilzunehmen. Ja, und angesichts der Zunahme der Telearbeit ist es interessant zu sehen, wie sich einige Unternehmen an diesen Trend anpassen. Auf jeden Fall. Einige Unternehmen bieten flexible Regelungen an, die es ihren Mitarbeitern ermöglichen, von verschiedenen Standorten aus zu arbeiten. Ich halte das für einen klugen Ansatz, der die Produktivität und die Arbeitszufriedenheit steigern und gleichzeitig den Stress des Pendelns verringern kann. Genau. Es eröffnet den Menschen die Möglichkeit, neue Orte zu erkunden und gleichzeitig ihren beruflichen Verpflichtungen nachzukommen. Und es ist großartig zu sehen, wie die Technologie es uns ermöglicht, in Verbindung zu bleiben, egal wo auf der Welt wir uns befinden. Ja. Es ist erstaunlich, wie Videokonferenz- und Kommunikationstools unsere Arbeits- und Zusammenarbeit verändert haben. Ich bin davon überzeugt, dass wir im Zuge der Weiterentwicklung des Reisens noch mehr innovative Möglichkeiten für die Menschen finden werden, Arbeit und Entdeckungen in Einklang zu bringen. Lektion 29: Geschäftsmodelle verstehen. Bei der Diskussion über das Geschäft ist es interessant, die Unterschiede zwischen Business-to-Consumer-Modellen B2C und Consumer-to-Consumer-Modellen C2C zu beachten. Ja. B2C ist weit verbreitet, da Unternehmen direkt an Verbraucher verkaufen, während C2C bedeutet, dass Einzelpersonen untereinander verkaufen, oft über Plattformen. Genau. Das Wachstum der Online-Marktplätze hat C2C deutlich verbreiteter gemacht und ermöglicht es den Menschen, sich einfach zu vernetzen und Handel zu treiben. Absolut. Es ermöglicht Einzelpersonen, Unternehmer zu werden, ohne dass eine traditionelle Geschäftsstruktur erforderlich ist.
Und es fördert das Gemeinschaftsgefühl, da die Menschen sich gegenseitig unterstützen können, indem sie bei lokalen Händlern oder anderen Einzelpersonen einkaufen. Ja, und B2C, Unternehmen können viel von C2C-Interaktionen lernen, insbesondere im Hinblick auf Kundenbindung und Feedback. Ich stimme voll und ganz zu. Das Verständnis der Kundenbedürfnisse durch direkte Interaktionen kann jedem Unternehmen helfen, sein Angebot zu verbessern. Es ist faszinierend zu sehen, wie diese Modelle nebeneinander existieren und sich weiterentwickeln können und so eine dynamische Marktlandschaft schaffen. Ich freue mich darauf, diese Konzepte weiter zu erforschen und zu sehen, wie sie die Zukunft des Handels prägen. Lektion 30: Vulkanische Geschichte. Es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie diese Gegend vor etwa 1 Million Jahren ein sehr vulkanisches Gebiet war, das das Land geformt hat, das wir heute sehen. Ja, die geologische Geschichte unseres Planeten ist faszinierend, insbesondere wie heiße, geschmolzene Lava aus dem Erdinneren Berge und Täler geformt hat. Genau. Diese Vulkanausbrüche müssen tiefgreifende Auswirkungen auf die Umwelt und die Ökosysteme gehabt haben, die sich danach entwickelten. Absolut. Es ist erstaunlich, wie sich das Leben im Laufe der Zeit an diese Veränderungen angepasst hat und so die vielfältigen Landschaften entstanden sind, die wir heute genießen. Ich denke, es ist wichtig, die Kraft der Natur zu schätzen und zu wissen, wie sie unsere Welt kontinuierlich formt, auch auf eine Weise, die wir vielleicht nicht sehen. Ja, und die Untersuchung dieser geologischen Veränderungen kann Erkenntnisse über die Zukunft unseres Planeten und das Potenzial für weitere Veränderungen liefern. Ich bin davon überzeugt, dass uns das Verständnis dieser Geschichte dabei helfen kann, fundierte Entscheidungen über den Naturschutz und die Landnutzung zu treffen. Auf jeden Fall. Es erinnert uns an unsere Verantwortung, die Umwelt zu schützen und ihre Schönheit für zukünftige Generationen zu bewahren. Ich bin gespannt, mehr über die vulkanische Aktivität zu erfahren, die unsere Umgebung geformt hat und wie sie unser heutiges Leben noch immer beeinflusst.